Tag 2 beginnt und so schaut es hier aus. Hier habe ich geschlafen. Leider ein bisschen laut, weil ich hier neben der Autobahn bin, aber dafür total ungestört. So, jetzt habe ich die Sachen gepackt und jetzt geht's los. Erstmal hier zurück auf die Straße, den Weg zurück. Ein Traumtag heute, perfekt. Alle Wolken haben sich verzogen, ich freue mich drauf. Heute geht's Richtung Timmelsjoch, also freut euch auf tolle Bilder. Da hinten, da geht es dann gleich rein, was man hier vorne im Wald gar nicht so sieht, das ist Ötztal Bahnhof. Da hinten, da geht es dann hoch ins Ötztal. Sölden sind noch 49 Kilometer und dann beginnt erst der eigentliche Anstieg. Mein lieber Schwan, liegt noch ganz schön was vor mir heute. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Sölden. Jetzt geht es endlich bergauf. Ganz schön steil teilweise. Aber ich fahre auf so einen Radweg, der ist ziemlich cool angelegt, sieht auch sehr neu aus. Man muss nicht auf der Hauptstraße fahren, sondern kann immer wieder mal weg von der Hauptstraße und auf so kleinen, ausgebauten Wirtschaftswegen oder Radwegen fahren. Nicht alles ist asphaltiert, aber im Gravelbike kein Problem. So macht es jedenfalls richtig Spaß ohne Verkehr. Ja, es sind noch einige Radfahrer unterwegs, aber das sind natürlich Traumabschnitte hier. So macht es richtig Spaß. Ohne Verkehr, also außer Fußgänger und Radfahrer. Und sonst mal ein bisschen durch die Natur. Wirklich ein Traum. Und der Weg hier sieht ziemlich neu aus. Na, das kann man doch lassen. Eine Bank ist auch da. Aber noch zu früh für die Pause. Ich fahre jetzt hier weiter. Der Verkehr ist auf der anderen Seite vom Tal und man hört zum Glück nichts. Super. Echt wild. Ganz schön viel Schmelzwasser. Ich bin jetzt gerade in Huben. Kleiner Ort. Noch vor Sölden, zieht sich ein bisschen, macht gerade hier im Schatten eine Pause, ist extrem heiß heute, wahrscheinlich der heißeste Tag der Woche. Im Tal sollen es, also im Inntal, bis 30 Grad und sogar etwas mehr sein. Jetzt nutze ich hier die Chance, im Schatten eine kurze Pause zu machen. Habe meinen Schlafsack nochmal gelüftet und getrocknet von der Feuchtigkeit von der Nacht. Und jetzt packe ich gleich wieder zusammen. Hier lädt noch das Solarmodul, dass ich nachher wieder Strom habe für die Navigation und zum Fotografieren. Ich bin jetzt die ganze Zeit auf diesem Ötztal-Radweg gefahren, also den gab es noch nicht so vor ein paar Jahren. Da sind wir die Strecke schon mal zu zweit gefahren, allerdings war der Radweg dann nicht so ausgebaut und es sind wirklich ein paar neue Abschnitte dabei und das ist wirklich super zu fahren. Bis auf ein paar kurze Abschnitte war bisher auch fast alles asphaltiert, also könnte man sogar mit dem Rennrad fahren, beziehungsweise ja, diese Schotterabschnitte, wenn es trocken ist, geht es auch mit dem Rennrad, weil sie sind nicht allzu lang.
Und der Schotter war eigentlich ganz gut. Also kann man es wahrscheinlich auch im Rennrad fahren, wenn die Reifen etwas breiter sind. Jo, und jetzt geht's hier weiter. Also der Verkehr auf der Hauptstraße ist der Wahnsinn. Bin wirklich froh, dass ich da nicht fahre. Und meine Laune ist auch immer noch gut. Aber der eigentliche Anstieg ab Sölden, der erst noch kommt, mal sehen, wie weit ich heute wirklich noch komme. Ob ich bei Sölden weiterfahre oder ob ich sage, in Sölden ist Schluss für heute, würde eigentlich auch schon reichen. Bin seit heute Morgen unterwegs mit kurzen Pausen halt immer wieder. Es zieht sich einfach. Aber landschaftlich ein Traum. So, mittlerweile ist kurz vor 5. Ich bin jetzt bei Zwieselstein, aber ich habe mich entschieden, ich fahre auf jeden Fall rüber. Bei Sölden war so viel los, da übernachte ich nicht. Ah, super. Und weiter geht's. Leider ist der Verkehr immer noch ziemlich dicht, deswegen filme ich jetzt gar nicht groß. Und ich muss mich beeilen, weil um 8 schließt der Pass oben. Jetzt ist schon 5:30. Kurze Pause will ich auch noch mal zwischendurch machen. Muss ich mich ranhalten. Da vorne ist die Fahrerspur. Super! Echt cool, aber es ist auch kalt jetzt. Ich bin froh, wenn ich unten bin und hoffe, dass ich einen Zeltplatz finde, wo ich dann eine heiße Dusche bekomme, was abends zu essen, das wäre super. Aber eine Traumtour heute. Hab's echt noch geschafft. Um 7:30 war ich oben und um 8 Uhr wird oben der Passübergang gesperrt, also Funklandung. Jetzt schaue ich, dass ich runterkomme, bevor ich ganz einfriere. Ah, super, ich freue mich. Willkommen in Italien! Und schon wieder ist die Folge vorbei. Aber schon im nächsten Video geht es weiter. Freut euch auf tolle Berge und denkt dran, abonniert den Kanal und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal. Servus!